Mann arbeitet im Herzen der kapitalistischen Maschine und plant gleichzeitig, sie zu stürzen. Klingt wie aus einem Spionageroman, oder? Tja, das ist die wahre und absolut faszinierende Geschichte von Cornelius Castoriadis. Ja, richtig gehört. Über 20 Jahre lang war Castoriadis ein Top-Ökonom bei einer der wichtigsten Institutionen des globalen Kapitalismus und zur selben Zeit einer seiner schärfsten und radikalsten Kritiker. Die Frage ist doch, wie geht das zusammen? Wie kann ein Mensch so ein Doppelleben führen? Genau das wollen wir uns jetzt mal anschauen, denn hinter diesem scheinbaren Widerspruch verbirgt sich ein unglaublich kraftvolles und in sich schlüssiges philosophisches Projekt. Also, um seine Ideen wirklich zu verstehen, müssen wir ganz an den Anfang zurück, zu den Konflikten, die ihn als Mensch geformt haben und sein Denken auf eine klare Linie brachten. Den Kampf gegen jede Form von Totalitarismus. Man sieht es hier ganz deutlich. Sein frühes Leben war ein einziger, ununterbrochener Kampf. Und zwar gegen Faschisten und gegen Stalinisten. Dieser Kampf an zwei Fronten, gegen den Totalitarismus von rechts und von links, der hat sein ganzes Leben geprägt. Daraus erwuchs ein unbedingter Wille zur Freiheit. Und das ist der springende Punkt. Genau diese persönliche Geschichte, dieser ständige Kampf, hat seinen wichtigsten philosophischen Begriff direkt geformt: die Autonomie, also die Selbstbestimmung. So, und jetzt wird's ja erst richtig paradox. Denn genau dieser Revolutionär, dieser Kämpfer für die Freiheit, der arbeitete von 1948 bis 1970 tief im Maschinenraum des Kapitalismus. Er selbst hat gesagt, dass ihm diese Zeit ein ganz konkretes, ein wirksames Wissen darüber verschafft hat, wie kapitalistische Länder wirklich ticken. Er hat also einen Blick hinter die Kulissen der Top-Bürokratie bekommen. Und dann, im Jahr 1970, passiert etwas Bemerkenswertes. Er leitet einen wegweisenden Bericht, der die absolute Kernideologie seines eigenen Arbeitgebers frontal angreift. Nämlich diese unhinterfragte Annahme, dass Wirtschaftswachstum, dass das immer und unter allen Umständen gut sei. Die Frage, die er stellte, war so einfach wie provokant. Er hat den Fokus komplett verschoben, weg von reinen Zahlen, von quantitativen Messgrößen und hin zur entscheidenden Frage nach der Lebensqualität. Und die Kernthesen dieses Berichts, die hatten es echt in sich. Erstens, Wachstum ist kein Selbstzweck. Zweitens, es verursacht enorme soziale Kosten und Ungleichheiten. Und drittens, wir brauchen ganz neue Indikatoren, um Wohlstand zu messen. Der Fokus auf Konsum, so seine These, schafft nur künstliche Bedürfnisse. Im Grunde sagte er, dass dieses ewige Streben nach Wachstum selbst in den reichsten Gesellschaften so eine Art neues Unbehagen schafft. Und genau diese Erfahrung aus der Praxis, die hat ihn dazu gebracht, den Marxismus radikal zu überdenken. Er hat gesehen, Moment mal, der Kapitalismus hat seine Krisen entgegen allen Vorhersagen irgendwie überlebt. Der wirkliche, der entscheidende Kampf, so seine neue Erkenntnis, ist nicht mehr nur ein wirtschaftlicher. Es ist ein Kampf um den Sinn des Lebens. Und den kann reiner Konsum eben nicht liefern. Also ging seine Kritik jetzt viel tiefer, über Wirtschaft und Politik hinaus. Um die wahren Wurzeln der gesellschaftlichen Probleme zu finden, wandte er sich einem ganz anderen Feld zu, der menschlichen Psyche. Und hier kommt sein vielleicht wichtigstes Konzept ins Spiel, das gesellschaftlich-imaginäre. Was meint er damit? Naja, er sagt, Gesellschaften werden eben nicht nur durch rationale oder ökonomische Kräfte geformt. Viel wichtiger ist dieses kollektive Netz aus Bedeutungen, Werten, aus Vorstellungen, das uns alle verbindet. Denken Sie mal drüber nach, wie sich unsere Vorstellung von Familie oder Arbeit im Laufe der Zeit komplett verändert hat. Genau das ist das Imaginäre bei der Arbeit. Das war für ihn so zentral, dass er sich selbst zum Psychoanalytiker hat ausbilden lassen und auch praktiziert hat. Warum? Weil er felsenfest davon überzeugt war, dass die persönliche, die individuelle Autonomie, dass die nicht zu trennen ist von der kollektiven, also der politischen Autonomie. Und damit sind wir auch schon beim absoluten Kern seines Lebenswerks, dem Projekt der Autonomie. Was heißt das für ihn? Ganz einfach. Eine wirklich freie Gesellschaft ist eine, die sich darüber im Klaren ist, dass sie die Schöpferin ihrer eigenen Regeln und Institutionen ist. Und, das ist entscheidend, dass sie diese auch jederzeit offen hinterfragen und verändern kann. Okay, aber warum ist das alles heute noch wichtig? Was nehmen wir mit von Castoriadis?
Tja, seine Themen, die sind heute aktueller denn je. Ob's die Kritik am Wachstumswahn ist, seine Warnung vor der Macht der Bürokratie oder sein Ruf nach einer wirklich direkten Demokratie, das sind doch genau die Debatten, die wir heute führen. Castoriadis lässt uns also mit einer ziemlich provokanten Frage zurück, einer echten Herausforderung. Sind wir eigentlich mutig genug, uns die Gesellschaft zu schaffen, die wir wirklich wollen?
Danke fürs Zuschauen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, abonniere den Kanal und gib ein Like. Das kostet nichts, hilft aber anderen, diese Inhalte zu finden. Bis zum nächsten Video.